Servus liebe Landtechnik-Fans und herzlich willkommen bei AgroPictures. Das österreichische Familienunternehmen Einböck gilt als Pionier in der mechanischen Kulturpflege. Ein Segment, das nicht nur in der biologischen, sondern auch in der konventionellen Landwirtschaft immer mehr an Bedeutung gewinnt. Wir schauen uns heute die neuesten Geräte zum Hacken und Striegeln im praktischen Einsatz an. Viel Spaß mit unserem Technikcheck! Die mechanische Kulturpflege ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Das optimale Zeitfenster für den Einsatz ist meist kurz und dann spielt oft das Wetter nicht mit. Hier sind schlagkräftige Geräte mit hohem Bedienkomfort gefragt, die sich schnell an die unterschiedlichsten Gegebenheiten anpassen lassen. Das waren auch die wichtigsten Ziele, die sich Einböck bei der Entwicklung des neuen Hackgeräts JobStar Prime vorgenommen hat. Für unseren Technikcheck stellten uns die Oberösterreicher eine 6 Meter breite Vorserienmaschine mit umfangreicher Ausstattung zur Verfügung. Das Rückgrat bildet ein stabiler Hauptrahmen, an dem die einzelnen Hackkörper befestigt werden. Bei diesen Einsätzen Ende Mai haben wir Mais und Zuckerrüben mit 50 cm Reihenabstand gehackt. Um andere Abstände einzustellen, lassen sich die Parallelogramme am Rahmen stufenlos verschieben. Je nach Arbeitsbreite ist der Rahmen starr oder, wie in unserem Fall, hydraulisch klappbar. Für den Straßentransport werden die seitlichen Ausleger um mehr als 90 Grad nach oben geschwenkt. Das Herzstück des JobStar Prime ist die neu entwickelte Schnellverstellung der Zinkenträger. Als zentrales Werkzeug dient ein gewöhnlicher 32er Schraubenschlüssel, mit dem man die exzentrische Vorspanneinrichtung löst. Danach lassen sich die Zinkenträger in der Breite verstellen oder abnehmen. Mit nur einer Umdrehung werden sie im Anschluss wieder in ihrer Position fixiert. Der JobStar Prime ist übrigens mit allen bekannten Werkzeugen und Scharen von Einböck kombinierbar. Mit demselben Schlüssel verändert man auch die Position der Tasträder und damit die Arbeitstiefe. Ein hörbares Rastersystem und eine Skala unterstützen bei der Einstellung. Mit den in 3 Stufen verstellbaren Einzugsfedern lassen sich die Parallelogramme je nach Maschinenkonfiguration mit bis zu 120 Kilogramm vorspannen. Das soll einen ruhigen Lauf der Hackelemente und ein sicheres Eindringen auch auf harten und verkrusteten Böden gewährleisten. Beim Hacken gilt der Grundsatz, so flach wie möglich, so tief wie nötig, damit alle Unkräuter ganzflächig abgeschnitten werden und an der Oberfläche vertrocknen. Dazu müssen die Schare leicht überlappen, was bei zu flacher Einstellung nicht gewährleistet ist. Bei zu tiefer Bearbeitung wird viel feuchtes Erdmaterial nach oben geholt. Dabei geht Wasser verloren und die Erosionsgefahr nimmt zu. Außerdem werden neue Unkrautsamen ans Tageslicht gebracht und können dort keimen. Je kleiner die Kultur, desto näher sollte an die Pflanzen herangehackt werden, um den Konkurrenzdruck möglichst effektiv zu mindern. Optionale Pflanzenschutzscheiben verhindern dabei ein Verschütten der Reihe. Werden diese nicht benötigt, lassen sie sich einfach nach oben schwenken oder bei Bedarf komplett abnehmen. Alternativ sind auch klassische Schutzbleche und jetzt neu Rotorschutzscheiben möglich. Die Werkzeuge werden einfach ins Rohr eingeschoben und mit einem 19er Schlüssel fixiert. Die Wahl hängt von der Kultur selbst sowie den Bodenverhältnissen ab, beispielsweise wie viel organische Masse oder Steine an der Oberfläche liegen. Bei gut entwickelten Beständen kann man auf Schutzelemente verzichten. Dann muss auch das unbearbeitete Hackband breiter gestellt werden, um die Wurzeln der Pflanzen nicht zu verletzen. Unser JobStar Prime war mit der Kameralenkung RowGuard ausgestattet. Dabei erkennt eine Kamera die Pflanzen und steuert zentimetergenau über einen hydraulischen Verschieberahmen die Werkzeuge exakt entlang der Reihen. So kann man selbst bei hohen Geschwindigkeiten nah an die Pflanzen heranhacken. Auch der Traktor findet mit einem GPS-Lenksystem vollautomatisch seinen Weg durch die Reihen. So kann sich der Fahrer entspannt zurücklehnen und voll auf die Feineinstellung der Maschine konzentrieren.
Wird der Traktor von Hand gesteuert, so gleicht der Row-Guard die Lenkfehler des Fahrers in Sekundenbruchteilen aus. Weil die Technik nicht ermüdet, sind lange Einsatztage möglich, ohne dass die Qualität der Arbeit leidet. Damit das System bei Dunkelheit nicht erblindet, bietet Einböck auf Wunsch LED-Scheinwerfer an. Und für maximale Präzision kann das Hackgerät sogar mit einer zweiten Kamera bestückt werden. Schwierig wird es, wenn die Pflanzen größer werden und die Reihen nicht mehr als solche erkennbar sind. Abhilfe schafft dann der mechanische Reihentaster, den der Hersteller ebenfalls als Wunschausrüstung in der Preisliste führt. Kamera und Reihentaster arbeiten intelligent zusammen. Sobald die Kamera keine Reihe mehr erkennt, übernehmen automatisch die Tastbügel und umgekehrt. Die langgezogenen Parallelogramme gewährleisten eine einwandfreie Bodenanpassung, auch auf unebenen Flächen. Die neue Geometrie erlaubt in Verbindung mit einem hydraulischen Aushub eine Bodenfreiheit von bis zu 50 cm, ideal für späte Hackeinsätze in hochgewachsenen Kulturen. Unser JobStar Prime war zusätzlich mit Section Control ausgerüstet. Dabei werden die einzelnen Hackelemente GPS-gesteuert ausgehoben und abgesenkt, um bei spitz auslaufenden Reihen keine Pflanzen zu beschädigen. Um auch zwischen den einzelnen Pflanzen innerhalb der Reihe hacken zu können, haben wir Fingerhacken als Nachläufer montiert. Die Werkzeuge lassen sich ebenfalls mit einem simplen Klemmmechanismus in der Breite verstellen. Den Anpressdruck bestimmt man über die Vorspannung einer Feder. Wird die Fingerhacke nicht benötigt, kann man sie über das eigene Parallelogramm nach oben schwenken. Mit wenigen Handgriffen können die Fingerhacken auch gegen Nachlaufstriegel, Rollstriegel oder wie hier Häufelscheiben getauscht werden. Letztere machen besonders bei der Arbeit in weit entwickelten Pflanzenbeständen Sinn, um Erdmaterial in die Reihe zu bringen. Dabei wird Unkraut verschüttet und der Boden erwärmt sich schneller. Die Häufelscheiben kann man mit einem Federstift an einem Lochraster der Pflanzenreihe anpassen. Löst man eine weitere 19er Schraube, lässt sich auch der Anstellwinkel an einer Skala verändern, um die Häufelmenge zu erhöhen oder zu verringern. Die Höhe wird mit einem Bolzen an einem Lochraster abgesteckt. Auch bei zügiger Fahrt werden die Traktorräder nicht entlastet, weil das Maschinengewicht von den Spurkranzrädern getragen wird. Sie sorgen für eine exakte und ruhige Führung des Hackgeräts und geben zusätzliche Stabilität in Hanglagen. In solchen Kulturen macht sich der hohe Rahmendurchgang des JobStar Prime positiv bemerkbar. Es gibt keine Verstopfungen und die Pflanzen werden nicht beschädigt. Neben der reinen Unkrautregulierung sollen hier vor allem der Boden gelockert und Verkrustungen aufgebrochen werden, die sich nach den starken Regenfällen der letzten Tage gebildet haben. Dabei werden Nährstoffe mobilisiert und das Wurzelwachstum der Kulturpflanzen gefördert. In diesem Maisbestand ist das der letzte Hackdurchgang. Nach dem Reinschluss ist keine weitere Pflegemaßnahme mehr notwendig. Einböck ist seit jeher ein Familienunternehmen. Alle Maschinen werden in Oberösterreich entwickelt und gebaut. Besonders stolz ist man auf die lange Tradition und die sehr hohe Fertigungstiefe. Mehr als 80% aller Maschinen gehen heute in den Export. Um die Kapazitäten weiter auszubauen, wird derzeit am Firmensitz im Innviertel ein zusätzliches Werk gebaut, das bereits nächstes Jahr in Betrieb gehen soll. Die Erkenntnisse aus dem eigenen Biobetrieb liefern wertvollen Input für die Entwicklung neuer Geräte und Bewirtschaftungsmethoden. Neben dem Hacken ist das Striegeln die wichtigste Maßnahme im Bereich der mechanischen Kulturpflege. Und auch hier zählt Einböck zu den führenden Anbietern. Mit dem Aerostar Fusion erweitern die Oberösterreicher ihr Sortiment jetzt um einen komplett neu entwickelten Präzisionshackstriegel.
Dieser Einsatz im hohen Getreidebestand dient in erster Linie zur Mobilisierung von Nährstoffen und zur Bekämpfung spätkeimender Unkräuter. Ein Highlight sind die indirekt gefederten Zinken, die sich einfach und sehr präzise, hydraulisch und ohne Seilzüge verstellen lassen. Der Zinkendruck bleibt dabei über den gesamten Federweg konstant. Bereits in der letzten Saison war Einböck mit einer größeren Vorserie des neuen Striegels als auch des Hackgeräts Jobstar Prime unterwegs, um den Maschinen den letzten Feinschliff mit auf den Weg zu geben. Im Frühjahr 2023 sollen die Geräte dann voll verfügbar sein. Wir freuen uns schon jetzt auf ein Wiedersehen. Moderne Landmaschinen wie diese bieten hohen Bedienkomfort und steigern die Schlagkraft und Präzision bei der mechanischen Kulturpflege. Das macht den Einsatz auch auf großen Flächen interessant, nicht nur im Biolandbau. Selbst konventionelle Betriebe greifen immer öfter zu diesen alternativen Werkzeugen, um chemischen Pflanzenschutz zu reduzieren. Womöglich ist es genau dieser Mittelweg, die clevere Kombination beider Welten. Einböck spricht von Fusion Farming, die künftig notwendig sein wird, um Erträge abzusichern und die Weltbevölkerung nachhaltig mit hochwertigen Lebensmitteln zu versorgen.